sind wir lieber gern ein bisschen beweglich und nicht statisch hinter dem Mikrofon. Also wenn es so passt, dann darf ich so weitermachen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Andreas Steinfort, ich bin Geschäftsführer der Paulaner Brauereigruppe und freue mich natürlich sehr, dass wir heute Abend diese tolle Vernissage haben mit den ganz vielen tollen Bildern. Und wir haben ja einige Fotografen oder viele Fotografen heute da und auch die Gewinner, aber bevor wir sozusagen das Geheimnis lüften, bitte einen kräftigen Applaus für unsere Musik. Das ist das angeleitete Tanztrio. Wunderherrlich, Sie haben sich gerade Ihren Namen überlegt. Die Angela, die steht in der Mitte mit ihren Jungs. So einfach geht es heute. Studenten der Musikhochschule München. Und was mich besonders begeistert, wenn Sie mal vorbeilaufen, heute hat man keine Noten mehr am Notenständer, sondern ein iPhone und ein iPad. Hochinteressant. Ich habe nur normale Noten. Sie hat Noten, aber wenigstens hat er nur einen Notenständer. Also so ein bisschen die gute alte Zeit bleibt doch bestehen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Fotografin, für uns ist gerade sicherlich eine besondere Zeitreise, die sich gerade mehr oder minder dem Ende zuneigt. Vor rund 5 Jahren wurde die Entscheidung getroffen, dass die Paulaner Brauerei ihren Heimatort, die Münchner Au, wo sie seit 1634 beheimatet ist, verlassen wird, ein neues Brauereigelände kauft und eine neue Brauerei baut draußen im Münchner Nordwesten in Landwied. Wir haben die Brauerei bereits eröffnet, das Sudhaus raucht. Gott sei Dank ist bis jetzt alles gut gegangen und wir sind guten Mutes. Das ist natürlich der Blick in die Zukunft mit einem lachenden Auge, wo man sagt, toll, wir dürfen in eine Zukunft investieren, in eine Brauereizukunft, wo man doch immer wieder liest, der Pro-Kopf-Verbrauch, der Bierverbrauch geht von Jahr zu Jahr zurück. Aber wir sind mit unserer Paulaner Brauerei wirklich auf einem sehr guten Weg und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir erfolgreich in die Zukunft blicken dürfen. Und das ist jetzt einmal natürlich das lachende Auge und das weinende Auge, da stehen wir jetzt, also hier nicht Gott sei Dank, aber da so dahinter und da drüben, das ist unsere Brauerei, die langsam aber sicher sozusagen dem Ende zugeht. Wir haben das Sudhaus bereits abgeschaltet, am 12. November wurde hier der letzte Sud gebraut. Die Sudkessel waren das letzte Mal heiß und warm und es hat nach Bier gerochen. Jetzt riecht es nicht mehr so nach Bier, nur wenn unser Martin Zuber in unserem Eiswerk mit seiner kleinen Eiswerkbrauerei seine kleinen Mengen mit 90 Liter pro Sud braut. Das ist also was Kleines, Feines, aber wunderbar. Dann riecht es noch ein bisschen, aber so, das ganze Viertel riecht halt jetzt immer nach Bier. Und im Laufe des nächsten Jahres werden wir dann mehr oder minder die Lichter ausschalten, hier am Nockerberg. Und dann kommen im nächsten Jahr die großen Abrissbirnen und die LKWs und dann wird sicherlich ein Stück Stadtgeschichte in der Au dem Ende zugehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wenn man in die Historie der Münchner Brauereien zurückblickt, ob es eine Löwenbräu, die in der Löwengrube war, Hacker Pschorr oder Hacker und Pschorr in der Neuhauser Straße, Augustiner etc. Sie kennen unsere Münchner Biere gut genug. Damals ist man halt von der Innenstadt an den Stadtrand gezogen und das war halt das Isarhochufer, die Theresienhöhe. Da ist man auch zur Sommerfrische nach Soll gefahren, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und heute ist halt der Stadtrand in Landwied, 12 Kilometer von hier. Und wahrscheinlich, habe ich vorhin spaßeshalber gesagt, ist in 50 Jahren Augsburg ein Stadtteil von München. Wer weiß. Kann sich ja alles entwickeln. Wollen wir es nicht hoffen, aber immerhin, es ist ja alles möglich.
wirklich sehr verbunden. Zum einen hier in diesem wunderschönen Gebäude, hinter Ihnen oder neben Ihnen unsere historische denkmalgeschützte Eismaschine von der Firma Linde von 1881. Es war mit der Spatenbrauerei, war das eine der ersten Eismaschinen in München, wo man zur Bierkühlung Eis gemacht hat. Die läuft auch noch, die wird einmal im Jahr eingeschaltet, macht einen Höllenradau, funktioniert noch und die ist denkmalgeschützt, die bleibt hier auch. Und wenn Sie da rausschauen über den Auer Mühlbach, über von hier 20 Meter, bauen wir gerade eine neue Zentrale, ein neues Verwaltungsgebäude. Das heißt also, Paulaner bleibt auch physisch in der Au und oben am Nockerberg selbstverständlich unser Paulaner am Nockerberg, unser Wirtshaus mit Biergarten bleibt auch da. Damit Sie es vielleicht in kurzen Zügen verstehen, also wir haben im Sommer hier oben in unserem oberen Betrieb 280 Schwerlast-LKWs pro Tag auf dem Hof und das in der Münchner Innenstadt und das geht einfach nicht mehr. Wir kriegen das nicht mehr gebacken und wir kriegen es auch nicht mehr logistisch geregelt und deswegen ziehen wir jetzt an den Stadtrand hinaus zwischen zwei Autobahnen, da kann man wunderbar beliefern und wir sind für die Zukunft gerüstet. Aber zurück zum heutigen Abend, unsere Vernissage. Wer sich schon ein bisschen umgeschaut hat, wir haben hier ganz, ganz viele Fotos hängen. Es wurde ja ein Wettbewerb ausgeschrieben an Hobbyfotografen und professionelle Fotografen. Einer hat sich schon beschwert, dass er nicht mitmachen darf. Spaß. Und wir haben eine große Anzahl an Bewerbern gehabt. Es ging dann in eine engere Runde. Es wurden dann 20 Bewerber in die enge Auswahl genommen und letztendlich haben dann 5 Bewerber den Zuschlag bekommen, hier sich sozusagen in unseren geheiligten Hallen wirklich frei zu bewegen, in jede Ecke, in jeden Winkel reinzuschauen und es sind tolle Bilder entstanden aus den Büros, aus den Technikbereichen, im Lagerkeller und wo auch immer und wir sind ganz stolz und ganz froh, dass wir diese schönen Bilder haben, denn alle Fotos, die wir natürlich haben dürfen, die werden auch bei uns immer in Ehren gehalten und werden auch in unser Archiv gehen. Also unsere Fotografin und unser Fotograf, die bei den 5 dabei waren, die haben wirklich Bilder oder wie hieß es so schön, Momente für die Ewigkeit festgehalten. Ich darf kurz vorstellen, es haben fotografiert Sophia Lorenz, wo ist sie? Ja. Dann der Andreas Hübner. Markus Dremmel. Tobias Kaltenbach. Und last but not least Wolfgang Müller. So, das sind jetzt sozusagen nicht nur die Gewinner, die also aus über 100 Bewerbern sich rauskristallisiert haben und wirklich für uns ganz, ganz viel gemacht haben. Und da ein herzliches Dankeschön an euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei uns. Ich glaube, es gibt nicht viele, die so einen intensiven und tiefen Einblick in unsere Brauereihistorie bekommen haben, in unsere Gebäudlichkeiten. Und ihr habt die Momente festgehalten und ihr dürft euch wirklich glücklich schätzen, weil ich schätze mal, Ende nächsten Jahres gibt es nicht mehr. Dann wird es ein Riesenloch geben und dann werden die Gebäude abgetragen sein und umso toller ist es, dass wir hier jetzt wirklich Momente festgehalten haben, die uns bewegen, die uns stolz machen und die uns auch an unsere Tradition seit 1634 hier in der Au erinnern werden. So, jetzt sind natürlich alle ganz gespannt, wer denn gewonnen hat. Eine Jury aus verschiedenen Mitarbeitern unserer Brauerei, Birgit Zacher sehe ich hier, dann Heiner Müller, Geschäftsführerkollege, Burkhard Rüdiger, aber auch Stefan Dorner von der
GZ etc. Stefan Matzke, unser Haus- und Hoffotograf, der also unsere Veranstaltungen und alles fotografiert, haben die Bilder bewertet. Und jetzt ist es eine gute Frage, wo das Gewinnerbild hängt. Frau Zahn. Die hängen da ums Eck. Die sind noch verhüllt. Darf ich das jetzt dann schon enthüllen, quasi sagen, wer gewonnen hat? Ich sage, machen wir es nach der Reihenfolge 1, 2, 3 oder 3, 2, 1? 3, 2, 1. So. Dann freue ich mich besonders. Das ist schon Wahnsinn für eine Frau. Der dritte Platz, gewonnen hat ja jeder. Muss man sagen. Ist unsere liebe Frau Sophia Lorenz. Es gibt, Sie dürfen gerne sagen. Ich habe leider zu wenig Hände, aber es wird schon. Liebe Frau Lorenz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Es gibt 500 Euro. Ich hoffe, Sie können das brauchen. Und Sie kriegen, was Frauen so lieben, einen Krug. Auch er kriegt natürlich diesen besonderen Krug und einen Scheck über 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Müller. So. Und bevor wir, nein, das geht jetzt auch nicht, das machen wir jetzt anders. Der erste Preis mit einem Künstlerdruck von Lumit und einem Scheck über 1000 Euro geht an unseren Gewinner des Fotowettbewerbs Momente für die Ewigkeit, Andreas Hübner. Herzlichen Glückwunsch! So, herzlichen Glückwunsch. Und da wir heute überlegt haben, wir haben ja hier noch zwei Gewinner, nämlich den Markus Dremel und den Tobias Kaltenbach, haben wir uns überlegt, bei uns gewinnt jeder. Ich hoffe, Sie trinken Bier. Ich hoffe, Sie auch. Und deswegen haben wir gesagt, einen Träger im Monat bis Ende 2016. Bei uns abzuholen in unserem Bierstandl. Bitte mit der Frau Zahn absprechen. Möglichst nächste Woche schon den ersten Träger holen, dann haben wir das Weihnachtsbier noch daheim. Und dann gilt es natürlich für das ganze nächste Jahr. Und darum sollt auch ihr gewinnen und an unsere Gewinnerin und an unsere 4 Gewinner ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Drüben bei der Eismaschine hinten haben wir die Gewinnerbilder. Schauen Sie sich gerne an und dann genießen Sie den Abend noch bei uns. Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, ein bisschen ratschen. Nehmen Sie dieses Ambiente mit. Das bleibt ja. Und herzlichen Dank, dass Sie alle da sind und dass Sie auch unserer Gewinnerin und den Gewinnern die Ehre erweisen.